Hallo allerseits, heute zeige ich für euch Löwenzahn-Kimchi. In Mitteleuropa ist die Hauptblütezeit von April bis Mai. In deutlich geringerer Anzahl erscheinen Blüten auch noch bis in den Herbst. Wir haben Glück, dass wir in Berlin zu jeder Jahreszeit Löwenzahn in unserem türkischen Gemüseladen bekommen. Löwenzahn hat von Natur aus einen kalten Charakter und sein Geschmack ist süß und bitter. Es hilft für Leber, Blase und Magen, fiebersenkend, entzündungshemmend und viele andere Vorteile, eben eine kleine Wundermittel. Jetzt schneide ich ein Bund etwa 500 Gramm Löwenzahn. Löwenzahn hat eine starke Überlebenskraft aus, die nie in eurem Garten wegzubekommen kann. Daher manche Leute ärgern sich über diese Pflanze, nennt man auch generell Unkraut. Aber schlecht sind sie gar nicht. Wir haben so viel Benefit. So, jetzt haben wir abgetropfte Löwenzahn und alle Zutaten auf einen Blick, sehen Sie. Und ja, ich werde jetzt die Löwenzahn-Kimchi anmachen. Also Klebreis 200 Milliliter gekocht und gekühlt tue ich rein und 50 Gramm Karotten, die Julian-Style geschnitten und 50 Gramm Zwiebeln, auch dünne Scheibe geschnitten und dann ein grüne und ein rote Jalapenos, wenn Sie zu Hause haben. Und ja, Homemade Apfelzucker 30 Gramm, das hilft auch fermentieren. Und dann, ich habe in Berlin meinen Kokos, gesunde Zucker selber gemacht. Können Sie meine Webseite reinschauen. Und 5 Gramm Ingwer, 15 Gramm Knoblauch zusätzlich rein. Im koreanischen Essen braucht man unbedingt Knoblauch. Ja, 3 Stangen Frühlingszwiebel. Sie können auch mehr oder weniger, wie Sie möchten, können Sie auch bestimmen. 20 Gramm Fischsoße. Das gibt auch ganz gute Aromen und Geschmack. Und 30 Gramm Paprikapulver. Und ja, jetzt mische ich mal gut zusammen. Und ja, manche Leute tun ein bisschen mehr Paprikapulver rein, wenn sie scharf haben möchten. Oder wenn sie weniger scharf haben möchten, tun sie auch ein bisschen weniger rein. Das hängt von ihnen ab, wie sie es möchten. Und ja, ich werde ein bisschen mehr zusätzlich rein. Es sieht auch ein bisschen hübscher, ein bisschen rote Color zu haben mit grüner Farbe, mit Löwenzahn. Ja, jetzt ist mehr oder weniger fertig gemischt. Ich muss jetzt nur warme Reis kochen. Und dann dazu braucht man nichts anderes. Jetzt tue ich dann Glasdose die Kimchi rein. Die nächsten paar Tage werde ich davon rausholen. Aber meine Schwester aus Schwarzwald, sie hat mich sehr geschimpft. Ich sollte eigentlich einen Tontopf benutzen. Aber ich sagte, wer hatte denn schon in Deutschland Tontöpfe? Also das wäre mehr realistisch, dass ich in Glasdose zeige. Aber wenn Sie zu Hause Tontöpfe haben, ist es natürlich viel besser. Und dann, wenn Sie haben, machen Sie das. Und ja, jetzt habe ich es schön präsentiert auf einem weißen Teller. Und dann mein Reis ist jetzt fertig gekocht. Dann, ich brauche nicht mehr. Guten Appetit, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mein Video gefällt, abonniere mich. Vielen Dank und viel Spaß. Annyeong.